Endlich mal wieder Heimspiel. Ein Derby steht an zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Das Spiel wird es ja auch traurigerweise in echt in der nächsten Saison geben, weil Düsseldorf abgestiegen ist aus der zweiten Liga und Duisburg halt nicht aufgestiegen ist aus der dritten Liga. Die haben am letzten Spieltag es verpasst, den Relegationsplatz sich zu sichern. Aber Fortuna Düsseldorf ist natürlich die größere Überraschung. Ich hatte es in der letzten Folge am Ende schon mal kurz angeschnitten. Da wird jetzt der Kader halbiert. Viele Spieler haben gar keinen Vertrag für die dritte Liga. Hohe Geldeinbuße, also das Budget wird sich auch drastisch oder wird gesenkt werden müssen. Weniger TV-Gelder. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich die Fortuna und ob sie sich davon erholt und direkt wieder aufsteigt. Sind natürlich Mitfavorit von Beginn an der Saison. Dazu gehört wahrscheinlich aber auch Preußen Münster, die dann auch mit abgestiegen sind und dann halt entweder Kräuter Fürth oder Rot-Weiß Essen, je nachdem, wer es schafft oder halt auch nicht schafft. Oder wer es geschafft hat und wer es nicht geschafft hat. Die Relegationsspiele müssten ja jetzt vorbei sein, wenn das Video hier draußen ist. Also, das zu Fortuna. Zu uns weiterhin 4-3-3. Ein paar andere Spieler sind hier drin, weil wegen englischer Woche. Und weil halt nicht alle fit sind. So, und deswegen lassen wir uns überraschen, was von der Fortuna hier kommt und was wir defensiv vor allem zeigen. Das ist ja das Ziel mit der Formation, dass ich defensiv das Ganze ein bisschen besser hinkriege. Nach vorne hin soll die Offensive nicht drunter leiden, aber defensiv muss das halt ein bisschen stabiler werden. Pfeiffer ist da zum ersten Mal. Düsseldorf Ingame ist 17. Da noch kein Spiel gewonnen. Als eine von 3 Mannschaften. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir die erste Mannschaft sind, die den Fortuna den roten Teppich ausrollen. Das möchte ich nicht. Sondern, dass wir weiterhin hier nach vorne spielen, dass wir unsere Chancen suchen, dass wir eine Serie jetzt starten hier in der Liga, um wirklich oben dran zu bleiben. Und der erste Schuss kommt von Lennart Kahl. Der macht doch gleich die Ecke hier mit. Ich mache mal eine andere. Lauf auf den kurzen Pfosten. Wir machen mal Lauf auf den kurzen Pfosten. Mal gucken, was es bringt. Und ob sie da überhaupt hinlaufen. Kahl kommt. Oh, ist eine gute Ecke. Oh, und Kurbani, so frei kommst du nie wieder, so ein Kopfball. Oh, hätte ich da jetzt Avasiem gehabt oder Kusi Asare. Oh, das war frei. Das war die größte Chance in den letzten Spielen, mal ein Tor nach einer Ecke zu machen. Aber irgendwie ist das Tor wie vernagelt. Irgendwie, da habe ich die Regler bei Eckbällen auf 0 gestellt, dass da nie einer reingeht. Ey, krass, schade. Große, große Chance, aber wir sind schon wieder da. Kusi Asare, das ist super gespielt. Was für ein Doppelpass. Und hinein ins Tor. 20. Minute, die Führung durch Matthias Kutschera. Auch einer von vielen Youngsters, der auch noch eine große Karriere vor sich hat. Also, hoffe, dass er sein Potenzial ausschöpfen kann. Aber der Doppelpass war auch richtig gut hier. Einmal angenommen, auf dem Bierdeckel quasi ausgespielt und dann Kutschera rein ins Tor, vorbei am Keeper. Da ist da nichts zu machen. Und genau das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen diesen Flow, wir brauchen diese regelmäßigen Siege jetzt. Auch möglichst zu 0, maximal 2 Gegentore. Weil, und das kommt ja noch dazu, die Bayern spielen gegen Leipzig. Die Bayern sind Dritter, Leipzig ist Tabellenführer und Frankfurt spielt gegen Gladbach. Die sind Vierter bzw. Fünfter oder Sechster. Also die Konkurrenten nehmen sich heute alle gegenseitig die Punkte. Das könnte unser Spieltag werden, wenn wir halt auch erstmal unser Spiel gewinnen. Das ist vorausgesetzt, dass wir unser Spiel hier gewinnen. Aber wir machen schon sehr, sehr viel dafür. Kusi Asare in der Mitte. Da läuft Kahl ein. Es geht doch. 2-0. Schön die Schulter ausgekugelt und dann einmal angesetzt. Gibt gute B-Noten. 3. Saisontor auch für Lennart Kahl. Ja, und ihr seht, es geht. Also was gegen Elversberg und Augsburg nicht funktioniert hat, hat dafür gegen Sporting und jetzt gegen Düsseldorf umso mehr geklappt. Aber das Verteidigen ist natürlich auch schlecht. Also da sind 3, 4 Leute. Das sieht phasenweise aus wie bei uns. Total indispositioniert. Die wissen gar nicht, wo sie stehen sollen. Aber gut. Mir soll es recht sein. Ey. Sag ich euch, wie es ist. 2-0. Wir müssen was fürs Torverhältnis tun. Wir haben auch nur 9 Gegentore. Ich dachte immer, wir haben mehr. Ey. Aber gut, ich hoffe, dass wir weniger kriegen als letzte Saison. Da hatten wir, glaube ich, über 50 oder so. Das als Vizemeister. Weil wir natürlich auch immer viele Tore schießen. Aber die Sicherheit hast du halt nicht, dass du jedes Spiel 3 Tore machst. Also, im Normalfall. Aber ich bin halt nicht normal, das ist es halt. Und auch hier, meine Mannschaften sind nicht normal.
So, und vielleicht hat sich auch einfach was dadurch verändert, dass wir halt auch nicht mehr so hoch stehen, die Verteidigung, ne? Dass die jetzt ein bisschen defensiver steht, dass sie nicht mehr so oft hinterherlaufen muss, dass die Gefahr nicht mehr so groß ist, dass du überspielt wirst. Das gehört wahrscheinlich auch alles mit dazu. Vielleicht ist das auch halt so eine Kopfsache. Vielleicht denkt man sich jetzt, ach komm, Verteidigung oder Aufstellung mal umgestellt. Wird schon irgendwie was damit zu tun haben. Aber Düsseldorf bleibt halt drauf. Zabala, und da müssen wir sie eigentlich attackieren. Wenn die anfangen, ihre Übersteiger da zu machen als Tabellen 17. Wenn du noch ohne Sieg bist, dann kannst du das natürlich nicht machen. Und Kutschera kommt mit langen Schritten. Aber der Ball war falsch getimt. Schade. Entweder verzögere ich oder ich muss noch einen Schritt gehen und dann habe ich's. Aber das war leider nicht gut. So, da können sie ruhig rumspielen. Die Sechser, die stehen hier. Droh kommt auch mit nach hinten, der heute für Mensa spielt. Und sie legen sich uns zurecht. Pfeiffer, Achtung, jetzt, da müssen wir rein. Kaspar, genau. Das war eine sehr, sehr gute Zweikampfführung. Und der nächste Angriff, schade. Kommt auch nicht jeder Ball an. Achtung, hier wieder die Übersteiger. Das ist eigentlich immer ein gutes Indiz dafür, wenn solche Mannschaften... Ach du Scheiße, wie offen stehen die denn? Wenn solche Mannschaften schon mit Übersteigern anfangen, dann da ruhig auch mal in die Zweikämpfe reingehen. So, Pfeiffer ist da, gewinnt den Ball. Und jetzt bringen wir das ganze Ding hier in die Halbzeit. Richtig gut gespielt. Defensiv stehen wir wirklich sicher. Ein, zwei kleinere Wackler vorne, nutzen wir unsere Chancen. Also das ist ein sehr, sehr, Gott sei Dank, souveräner und guter Auftritt gegen Düsseldorf. Ein Schuss, mehr Ballbesitz für die anderen, das ist egal. Gut, mit den Kräften, das ist halt hier gewohntes Bild, ne? Die Spieler, die nicht gespielt haben, sind fitter als die letztes Spiel halt gespielt haben. Sarko, der Cut sind so Kandidaten, die könnte ich reinbringen von der Hits. Mensa, obwohl die nicht ganz fit sind, können die auch nochmal für 20 Minuten Vollgas geben. Aber das ist Zukunftssache in der zweiten Halbzeit. Jetzt spielen wir erst mal so. Versuche aufs Dritte zu gehen, dass die Entscheidung dann quasi feststeht. Aber solange es 2-0 steht, 2-0 gefährlichstes Ergebnis, brauchst du nur ein blödes Ding fangen und der Gegner ist wieder im Spiel. Kobani treibt an, nimmt natürlich Kutschera mit über den Flügel. 3, 4 Mann jetzt in der Mitte. Da hätten wir eigentlich Überzahl, aber die Flanke kommt da nicht an. Dann kommt die Flanke leider nicht an und dann läuft Kutschera wieder mit nach hinten im Vollsprint. Hilft der Defensive, ist wieder da. Und wir stehen wieder halbwegs sicher. Rice hier, den ich gerade ausgewählt habe. Machen es jetzt ganz entspannt von links nach rechts. Murphy stellt, genau. Einfach nur stellen, dann hast du den Ball. So haben wir wieder gewonnen und du merkst, warum die Düsseldorfer 17. sind. Als Aufsteiger, klar. Hast es immer schwer. Und wir kontern über Karl. Wer kommt mit? Hinten kommt Kutschera eingelaufen. Ja, ist eine gute Flanke. Schade. Aber da kommt Rice nochmal. Kaspar. Oh, mit der Hacke. Hacke Spitze 1, 2, 3. Nicht schlecht. Da ist Droh. Er läuft wieder auf 3 Mann zu. Und dann ist der Ball weg. Aber wir passen auf. Das ist ein sehr, sehr gutes Pressing. Das, was auch in den letzten Spielen gar nicht funktioniert hat, ist halt auch heute ein willkommener Gegner, Fortuna, ne? Murphy darf auch mal die Grätsche auspacken. Lennart Karl. Also das ist eine sehr, sehr souveräne Vorstellung. Gerade weil es uns halt der Gegner auch leicht macht, ne? Die haben nicht so viel Chancen vorne bislang. Defensiv kriegen wir das auch richtig gut verteidigt bislang und wir müssen das Ding zumachen. Wir müssen das dritte Tor machen, dann ist die Messe hier gelesen. Und solange es halt nur 2-0 steht, können die mit einem Tor sich wieder ins Spiel zurückholen. Aber hier wird ein Zweikampf nach dem anderen gewonnen. Das ist Wahnsinn. Kusiasare gegen Perkovic. Ja, jetzt fehlt er leider im Strafraum. Andres Schema hat sehr, sehr viel Platz. Links ist aber sein schwacher Fuß. Den hat man jetzt gerade gesehen. So. Dann geht es jetzt an die Wechsel. Dann kommt Sarko vorne rein. Den Cut machen wir als... Oh, wobei, warte mal, wir machen das so. Mensa. Und dann wechseln wir einfach mit... Nein, mit der Cut. Oh, diese Steuerung hier, wenn man die Spieler wechseln will, das ist auch sehr, sehr schlimm.
Ja, der kann von der Hitz ruhig hin oder kann der auch... Machen wir so. Spielt Hitz Rechtsverteidiger von der Hitz und Murphy rückt nach links rüber. Das ist dann auch überhaupt gar kein Problem. So, Pfeiffer und Kasper machen das auch sehr, sehr unaufgeregt, aber sie kriegen halt auch nicht so viel zu tun. Das muss man auch fairerweise mal sagen, die kriegen nicht so viel zu tun. Und die Aufgabe bleibt, nach wie vor ein drittes Tor hier zu schießen. Sarko Rice, der kann es bestimmt auch. Und natürlich das Aluminium, warum auch nicht. Hatten wir ja schon lange nicht mehr, ne? Also wieder ein Strich mehr, bitte, Kirito. Das ist Wahnsinn, wie oft wir einfach dieses Aluminium schon treffen. Wir haben jetzt schon gefühlt mehr als in der ganzen letzten Saison. Ich ziele einfach zu genau. Ich ziele einfach leider zu genau. Nochmal Karl, allein gegen alle. Jetzt müssen wir so uns ein bisschen zurechtlegen. Stehen auch sehr defensiv. Sehr, sehr schön gespielt, Mensah. Jetzt der Ball in die Tiefe. Oh, Karl wäre da gewesen. Ja, das ist heute ein Gegner, an dem wir uns ein bisschen hochrangeln können, würde ich sagen. Also uns Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Die zeigen heute Gott sei Dank nicht so viel Gegenwehr. Aber es bleibt trotzdem offen, weil wir noch kein drittes Tor gemacht haben. Das ist das große Problem. Wir schießen einfach kein drittes Tor. Sie versuchen zweimal, die Ansätze sind da. Aber dann drehen sie wieder um, dann brechen sie wieder ab. Weil wir die Passwege gut zulaufen. Oh, jetzt war die Lücke mal da. Kasper. Und dann sind wir halt da. Entweder ist es abseits oder wir gewinnen die Zweikämpfe. Fumagalli. Junge, weißt du selber, warum du ausgewechselt wurdest. Und Schmidt kommt vorne nochmal für die letzten 10 Minuten rein. Die Fans skandieren schon Sieg. Also das ist mal eines der weniger spektakulären Spiele. Sonst haben wir immer viele Tore, viele Chancen auch auf beiden Seiten. Heute ist es jetzt kein Trainingsspielcharakter, aber es ist ein bisschen entspannter. Achtung, Sarko kommt nochmal. Weil halt auch der Gegner mitspielt. Ne? Das war wirklich sehr, sehr wichtig. Die Düsseldorfer, die kommen genau zu einem richtigen Zeitpunkt in der Saison. Gerade auch in der Hinrunde. Gerade auch heute, an dem Tag, wo Leipzig und Bayern und Frankfurt und Gladbach sich die Punkte nehmen. Im besten Fall spielen sie alle Remis. Dann gehen wir nämlich als absoluter Sieger aus diesem Spieltag hervor. So, dann muss man das halt hier auch mal machen. Einfach mal den Ball ruhig spielen lassen. Dann bekommt man auch vielleicht weniger Chancen des Gegners und auch weniger Gegentore. Müsste einem ja auch mal bewusst sein. Flanke hätten wir auch alleine machen müssen mit Karl. Da wäre noch mal 1-2 Meter mehr Platz gewesen. Gut, also ich glaube unterm Strich ein nie gefährdeter Sieg. 2-0, ich glaube in der Höhe geht das auch in Ordnung. Und ihr seht, der Düsseldorf absolut schwach. Also auch im Angriff, schon allein im Aufbau, viele Fehlpässe. Also die werden ganz schön sich strecken müssen, wenn sie irgendwie die Klasse halten wollen. Jetzt kommt bei uns nochmal Lennart Karl. Schade, letzter Schuss. Na guck mal, einen Wechsel gibt es noch mal. Wang Hee-Won, warum auch immer. Vielleicht soll er mal seine ersten Bundesliga-Minuten kriegen, der Youngster, weiß ich nicht. Aber Nachspielzeit ist ja längst drum. Egal. Also, 2-0-Sieg gegen Düsseldorf. Weitere wichtige 3 Punkte. Wir bleiben oben dran. 2. Platz auf jeden Fall. Mal gucken, wie viele Punkte Abstand. Je nachdem, ob die Bayern oder die Leipziger gewonnen haben. Und ja, sehr unaufgeregt. Und so ein Spiel ist auch mal wieder schön. Fortuna mit genau einem einzigen Schuss. Jetzt kommt der nächste Club aus dem Westen. Der VfL Bochum. Auch 17. haben genauso wie Düsseldorf, glaube ich, noch kein Spiel gewonnen. Also es sind momentan Gegner, die zur rechten Zeit kommen. Und das ist genau die Chance, das ist genau die Phase und auch die Serie, die wir starten müssen. Jetzt haben wir erstmal Länderspielpause, Gott sei Dank. Also wir können uns mal wieder ausruhen, können mal kurz durchschnaufen. Das ist genau die Phase jetzt vor der Länderspielpause oder vor der Winterpause, die wir brauchen, um uns oben halt wirklich festzusetzen, um wirklich realistisch um die Meisterschaft mitzuspielen. Zajac, der kann gerne gehen. Habe ich auch kein Problem mit, da haben wir andere Keeper. Ja, was brauchen wir noch im Winter, ist die Frage. Was bekommen wir noch für den Winter oder im Winter, ist die Frage. Wahrscheinlich nicht viel. Für ein halbes Jahr dann noch. Vielleicht doch nochmal ein zweiter Keeper, aber eigentlich haben wir auf jeder Position auch Jugendspieler, die wir dann reinwerfen können für die Bundesliga. Damit muss es halt klappen. So, das ganz große Budget habe ich noch nicht. Wir gucken mal, was hier unser Scout mitgebracht hat aus Neukaledonien. Ach Quatsch, von den Salomoninseln. Oh, Benone Tagobe, der ist 15. Boah, 70 bis 94er Potenzial. Der kann eigentlich nur gut werden. Was ist mit den anderen hier? Ja, der hat ein 86er Potenzial, der ist schon 17.
Den können wir also auch zur Not verkaufen, verleihen. Geoffrey Caven, haben wir nicht schon einen, der so heißt? Ich glaube, wir haben schon einen, der so heißt. Gut, die anderen werde ich mal ignorieren, sonst habe ich hinterher wieder eine Jugendmannschaft von 30 Spielern. So, Bochum hat genau unsere gleiche Formation, haben auch im 4-3-3 defensiv. Stehen sogar noch schlechter da als Düsseldorf, haben 4 Niederlagen aus den letzten 5 Spielen. Auch das ist ein Pflichtsieg für uns, um oben dran zu bleiben, um die Konkurrenz unter Druck zu setzen. Und Bayern und Leipzig, nee, Bayern hat sogar gewonnen und Frankfurt hat gewonnen. Deswegen ergibt sich jetzt 25, 24, 23, 22, alle jeweils nur durch einen Punkt getrennt. Also was die Meisterschaft betrifft, könnte das sehr, sehr spannend werden, weil halt jetzt Dortmund auch gegen Leipzig spielt. Und lass Dortmund mal gewinnen, haben die auch 23 Punkte, die anderen, die haben auch machbare Gegner. Bayern spielt gegen Mainz, Frankfurt spielt gegen Bremen. Dann wird sich das zu einem 4- oder 5-Kampf entwickeln. Der Kampf um die Meisterschaft. Düsseldorf, Bochum, Heidenheim hat halt auch noch nicht gewonnen. Und wir haben trotzdem auch ein sensationelles Torverhältnis. 9 Gegentore nur. Die drittwenigsten nach Bayern und Frankfurt. Also es geht in die richtige Richtung. Wir haben nicht mehr viele Spiele vor der Winterpause. Dann noch hier ein wichtiges Champions League-Spiel. Da habe ich auch gar nicht auf die Tabelle geguckt. Das können wir gerade auch nochmal machen. Habe ich gar nicht geguckt nach dem Spiel gegen Sporting. Jetzt, wo es mir einfällt. So, Champions League. Und wir sind 16. Also voll im Soll. Genau in der Mitte quasi fast der ganz großen Tabelle. Und die Bayern, die haben echt große Probleme. Überraschenderweise, die haben noch keinen Sieg geholt. 2 Unentschieden, nur Porto. Auch eigentlich eine Mannschaft, die du weiter oben sehen müsstest. Der AC Mailand. Oben wahrscheinlich immer noch Lech Posen. Ja, die stehen unter den ersten 7 oder unter den ersten 8. Unsere letzten beiden Gegner hier, die machen die Tabellenführung unter sich aus. Wird also auch da noch sehr, sehr interessant. Also es bleibt nach wie vor dabei viel Spektakel, viel Spannung. Die neue Formation fruchtet. Wir kriegen weniger Gegentore bislang. Okay, man muss das mal über die nächsten Spiele sehen. Aber es macht Spaß. Und ich hoffe, dass wir gegen Bochum dort anknüpfen können, wo wir gegen Düsseldorf aufgehört haben. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.